Mein Name ist Lukas Hasis. Ich bin Historiker, Dozent für die Geschichte der frühen Neuzeit und für Games. Und gleichzeitig bin ich Forschungskoordinator im Projekt Prize Papers. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit Games und Geschichte, also mit Spielen an der Uni, Spielen in der Schule, Spielen in Forschung und in Bildung. Ich betreibe ein Game Lab, das bedeutet, in Seminaren und in Fortbildungen beschäftige ich mich mit Spielen, mit Studierenden zusammen, analysiere Spiele, schaue mir Spiele an, spiele gemeinsam. In diesem Semester haben wir in meinem Seminar ein Spiel entwickelt. Damit habe ich einen lang gehegten Traum von mir verwirklicht, meine beiden Forschungs- und Interessensgebiete zu verbinden. Auf der einen Seite Dozent für die Geschichte der frühen Neuzeit und auf der anderen Seite die Stelle als Forschungskoordinator im Projekt Prize Papers, in dem Kaper-Gerichtsunterlagen digitalisiert und erschlossen werden. Die Prize Papers gehen zurück auf Schiffskaperungen während der frühen Neuzeit. Das heißt, früher waren Kaperungen ein legitimes Mittel der taktischen Kriegsführung. Diese Kaperungen mussten aber vor Gericht verhandelt werden. Und vor Gericht brauchte man dann Beweismittel, dass es sich bei den Schiffen um verfeindete Schiffe gehandelt hat. Und diese Beweismittel fand man auf den Schiffen, die gekapert wurden. Die unterschiedlichen Dokumente, Briefe, Logbücher, Schiffspässe, die wurden dann vor Gericht benutzt, um zu beweisen, dass es ein verfeindetes Schiff war. Und in London, in den National Archives, haben diese Dokumente sich erhalten. Diese erschließen wir und digitalisieren wir im Projekt Prize Papers. Das Besondere an dem Seminar ist, dass es eine besondere Form des forschenden Lernens darstellt. Ein Spiel zu entwickeln ist ein sehr kreativer Prozess und das ist nicht viel anders, wie wenn man eine Forschungsarbeit schreibt, also eine Hausarbeit oder ähnliches. Man muss ein Thema finden, man muss ein Erkenntnisinteresse entwickeln, man muss unterschiedliche Quellen anschauen und analysieren und man muss überlegen, wie das darstellbar ist. Und am Ende muss man auch letztlich was aussagen. Im Spiel braucht man aber letztendlich auch noch ein Spielziel, weil das Spiel natürlich am Ende auch irgendwo ankommen muss und letztendlich muss das Spiel auch Spaß machen. Auf der einen Seite haben wir Spielesessions gemacht, und zwar um uns Inspiration zu holen. Dafür hatten wir tolle Gäste zu Besuch. Auf der einen Seite Lukas Boch von Board Game Historian, und Lukas hat uns eben viel erzählt zu Geschichte im Spiel. Und dann hatten wir in der zweiten Spielesession Martina Fuchs zu Besuch vom bekannten Spielepodcast Fuchs und Bär und gleichzeitig Jurymitglied bei Spiel des Jahres. Mein Name ist Lukas Boch, ich bin Historiker an der Universität Münster und promoviere dort über die Inszenierung des Mittelalters in modernen Brettspielen. Zusammen mit der Archäologin Anna-Clara Falke habe ich das Projekt Board Game Historian gegründet, wo Wissenschaftler in unterschiedlicher Professionen gemeinsam über das Medium des modernen Brettspiels forschen. Deutschland hat dabei eine ganz besondere Brettspielkultur. Wir haben hier Institutionen wie den Spiel des Jahrespreis, die Spiele in Essen, die weltweit größte Messe für analoge Spiele. Trotzdem wird das moderne Brettspiel in der deutschen Wissenschaftslandschaft ist noch deutlich unterrepräsentiert und wir möchten das gerne ändern. Unsere Überzeugung nach sind Brettspiele als Systeme die perfekte Möglichkeit, um historische Zusammenhänge und Gegebenheiten spielerisch erfahrbar zu machen und so auch Menschen aufzuzeigen, dass Geschichte im Endeffekt immer eine Form von Konstruktion ist. Brettspielen verbindet. Brettspielen verbindet eigentlich alles. Es verbindet Spaß mit Bildung. Brettspielen verbindet Generationen. Es wird einfach gespielt und die Menschen merken gar nicht, was sie dabei lernen. Und das ist so toll. Das ist ein Medium, was wir einfach mehr nutzen müssen. Und gerade an der Uni ist es wichtig, den Leuten das beizubringen, wie sie es später einsetzen können. Denn nur wenn ich lerne, wie cool Spielen ist, wie viel Spaß das macht, durch Spielen zu lernen, kann ich das ja auch später weiterbringen und kann es zeigen und kann es anwenden. Und deswegen gehören Brettspiele auf jeden Fall an die Uni, an die Schule. Eigentlich gehören Brettspiele überall hin. Wir wurden professionell begleitet von Spieleautoren. Das waren Andreas und Martina von der Apex Ideenschmiede und die haben uns unterstützt, die haben uns Hinweise gegeben, die haben auch kritisch nachgefragt und die haben uns eben gezeigt, wie so ein Prozess des Spielentwickelns gemeinsam ablaufen kann. Wir sind Andreas und Martina von der Apex Ideenschmiede. Wir kommen aus dem süddeutschen Raum, sind heute zu Gast hier in Oldenburg, um bei dem Prize Papers Project bei der Entwicklung eines Brettspiels mitzumachen. Unsere Aufgabe ist es, die Studierenden ein wenig anzuleiten, um aus den vielen kreativen Ideen, die sie zu dem Projekt haben, ein marktfähiges Spiel zu entwickeln. Unserer Meinung nach gehören Brettspiele als Kulturgut mit zu unserer Gesellschaft und formen unsere Gesellschaft mit. Und dementsprechend freut es uns sehr, dass mal wissenschaftliche Arbeit mehr in den Fokus der breiteren Öffentlichkeit gerückt wird. Spiele sind ein Kulturgut. An der Uni und in der Schule spielen sie aber keine Rolle. Und das ist sehr schade, weil Spiele das Bild, wie wir Geschichte sehen, wie wir über Geschichte denken, sehr stark prägen. Wir sagen, Geschichtsbilder prägen. Mit meiner Arbeit will ich dazu beitragen, dass Spiele als Analysegegenstand, als Vermittlungsinstanz, als Lernmedium auch ernster genommen werden, an der Uni und aber auch in der Schule.
und dass die Studierenden das eben in diesem Rahmen der Schule und der Uni auch thematisieren können und da lernen, damit umzugehen. Und ich kann sagen aus der Erfahrung jetzt dieses Seminars, dass gerade für so eine Seminararbeit ich das selten erlebt habe, dass so viel Wissbegierde reinkommt, auch Kreativität von Studierenden und sie letztendlich bei einem tollen Ergebnis gemeinsam ankommen. Das Spiel, das wir jetzt ja entwickelt haben, ist ein Prototyp. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir das Spiel weiterentwickeln können und dass wir das letztendlich durch sowas wie eine Kickstarter-Kampagne oder so dann auch publizieren können am Ende. Das ist aber noch Zukunftsmusik, das kann ich jetzt natürlich noch nicht versprechen, aber es wäre auf jeden Fall mein Ziel, dass man damit weiterarbeitet, um auch zu zeigen, dass ein Seminar an der Uni sowas sehr Produktives herstellen kann und um den Leuten letztendlich die Price Papers auch näher zu bringen.